Weiter geht's. So haben wir hier den BP Ghost und auf der rechten Seite Default Value. Da haben wir dann Index für 0 bis Index 3. Das sind dann die Spawn Locations. Noch haben wir die nicht gesetzt. Und auf der Third Person Map, beziehungsweise dort gibt's unter Models Static Mesh, da haben wir die Map als Static Mesh. Die ziehe ich einmal rein ins Level und oben rechts bei Outliner, da ist einmal das Directional Light. Da können wir bei der Intensity die Intensity noch einstellen auf 0,001 Lux. Dann haben wir so einen dunklen Hintergrund. Dann das Skylight. Das an der Stelle einmal löschen, weil das Licht, das geht dann vom Pacman aus. Dann im Content-Ordner Third Person, Blueprints, BP Third Person Mode, also den Game Mode. Der ist halt so ein bisschen für den Game Mode zuständig. Im Game Mode an der Stelle sind halt auch sowas wie die Pawn gespeichert und andere Informationen. Das heißt, die ist dafür da, um halt zu definieren, wer dann halt spawnt, wenn das Spiel läuft. Wir können dann gleich einmal den Pacman ins Level ziehen. Das heißt, wir gehen in Content, Blueprints und hier haben wir den Pacman und den BP Host. Wir nehmen einmal den Pacman und ziehen den einfach ins Level. Er selber ist am Leuchten, hat ja auch sein Point-Line über den Kopf. Dann auf der rechten Seite bei Direction Light, das hatten wir ja ausgemacht. Wir suchen da an der Stelle einmal den BP Pacman bei dem Outliner und oben links bei der Perspective daneben, da nehmen wir statt Lit, gehen wir dann auf Unit, um so ein bisschen was zu sehen und ja, verschieben das Ganze so ein bisschen. Das heißt, ich habe jetzt rechts oben im Outliner die Map ausgewählt und suche gerade nach dem BP Pacman. Verschiebe ihn dann am besten ein bisschen weiter nach oben, dass er halt ins Level passt. Man sieht unten rechts in der Vorschau in der Kamera, dass ja, er im Level ist. Den kann man noch so ein bisschen positionieren. Dann bei dem BP Pacman in den Details, dort bei All einmal ganz nach unten scrollen. Dort müsste es sowas wie Pawn geben und Auto Possess Pawn von Disabled dann umstellen auf Player 0. Und wenn man das Ganze dann spielt, über den Play-Button oben, dann ja, ist der Pacman schon mal da. Ist an der Stelle ein bisschen zu weit oben. Das soll aber an der Stelle erstmal nicht stören. Das heißt, wir haben ihn erstmal im Level und können dann so ein bisschen mit dem grafischen User Interface weitermachen. Content Browser, Content, WB und da haben wir bei WB den Interface Charakter, den einmal öffnen. Dieses Widget Blueprint wollen wir noch erweitern mit einem Canvas Panel. Oben links einfach suchen nach Canvas Panel, das reinschieben. Das Canvas Panel ist an der Stelle das Root Element. Wir können dann ein weiteres Canvas Panel in das Canvas Panel schieben und beim zweiten Canvas Panel oben rechts bei Anchors soll das halt ja komplett das ausfüllen. Die können wir dann kopieren, und zwar, dass wir 3 Canvas Panel haben, die dann halt den ganzen Bereich abdecken und machen daraus eine Variable jeweils mit isVariable oben rechts einmal anklicken. Benennen dann jede Variable so ein bisschen um. Das heißt, das erste Canvas Panel heißt dann HUD. Das zweite Canvas Panel heißt dann Menü und das dritte Canvas Panel heißt dann an der Stelle Game Over. Das sind unsere 3 Canvas Panel. Dann brauchen wir noch so einen Text. Einfach den Text reinschieben. Bei Anchors wird der Text dann oben in der Mitte platziert. Das dann auf 0 setzen, Position X und Y. Alignment kann man mit 0,5 und 0,5 auch nochmal etwas verändern. Bei Position Y kann man etwas tiefer setzen mit 200. Dann unten bei Appearance Font, da den Text, den können wir noch größer gestalten. Also die Text-Size etwas in Richtung 168 bringen. Und den Text selbst, der dort angezeigt wird, dann bei Content Text
als Zahl als auf 0 setzen. Das ist dann für den Score, der dann hochzählt, wenn der Pac-Man die Kreise dann sammelt und isst. Dann habe ich oben noch hier die Position X, da kann man 150 setzen. Und unten bei Shadow Offset, da können wir noch ein Offset setzen für den Schatten. Mal sehen, wie das Ganze aussieht. Das heißt, auf die Farbe dort geklickt, da können wir dann einmal die Farbe in die Richtung, ja, so einen Ton bringen. Color and Opacity auch so ein bisschen verändern, in etwa in diese Richtung. Und Shadow Offset wollen wir dann gleich auch noch haben. Das heißt, wir brauchen unten nochmal den Alpha-Wert. Hierzu klicken wir auf Shadow Color und setzen diesen Alpha-Wert nach oben bei A auf 1, dann OK. Und dann können wir halt mit diesem Shadow Offset noch ein bisschen arbeiten. Das heißt so ungefähr bei 9,6 und 1. Dann haben wir so ein kleines Shader Offset. Dann sieht das grafisch ein bisschen schöner aus. Dann können wir da nochmal auf den Text, auf die 0 klicken, unter Content Text Bind und Create Binding, dass wir eine Variable haben, die dann halt dort einen Zahlenwert darstellt. Damit kommen wir dann in den Graphen oder in den Graph-Ansicht und haben hier diesen Get Text 0 bekommen über das Binding. Hier braucht man ein bisschen Platz. Das erste, was wir hier machen, wir holen uns dann Get Actor of Class. Dort können wir dann eine Klasse auswählen, und zwar bp-pacman. Die Return Value einmal rausziehen, klicken. Hier brauchen wir dann unter Default Get Score und den Return Wert von diesem Score, den setzen wir dann in den Return Node. Das ist dann unsere Funktion Get Text 0. Dann können wir über das Interface Charakter nochmal in den Designer gehen und verschieben diesen Text 0 dann nach oben ins HUD, damit beim Canvas Panel HUD, der als Kindelement dann da ist, können das Canvas Panel dann über das Augensymbol einmal verstecken. Den Game Over Canvas Panel verstecke ich da auch nochmal über das Augensymbol. Dann öffnen wir den Content Browser und gehen dann im Content WB dann weiter und über Textur. Da haben wir diese Pac-Man Menü Textur, die Datei Menü. Die ziehen wir einfach mal rein und setzen bei Anchors das auf Maximalgröße, dass es halt den ganzen Bildschirm füllt. Offset Left und Top können wir dann zurücksetzen. Offset Right und Bottom auch zurücksetzen. Dann ist das über das ganze Menü sichtbar. Dann ziehen wir uns links bei Common über die Palette da den Button raus. Einen Button einfach nehmen und rausziehen in Richtung Start. Ungefähr so. Können den dann halt über den Start legen, damit er den Start da überdeckt als Button. Das Ganze ist dann beim Menü als Kindelement neben dem Bild. Öffnen dann den Content Browser, WB, dann einmal auf Sprites. Und bei den Sprites brauchen wir dann Menü Sprite 1. Das einmal ausgewählt im Content Browser. Dann können wir bei dem Button rechts unter Details einmal die Appearance und dann den Style und dann die Pressed einmal öffnen und bei dem Image über den Pfeil dann Menü Sprite 1 zuweisen. Draw as Box noch einstellen, dann einmal Hovered aufmachen bei Style und auch dort Draw as Box auswählen. Hier auch das Bild zuweisen über den Pfeil und dann bei Normal Draw as Box und auch hier einmal das Bild zuweisen. Das heißt, bei Normal, Hovered und Pressed haben wir das Bild Menü Sprite 1 zugewiesen. Dann Normal bei der Farbe, da können wir die Farbe noch ändern. Und zwar so in die Richtung und dann OK. Können das Ganze noch ein bisschen anpassen, dass das überlappt mit dem Menü, das hinter als Vorlage dient. Somit haben wir unseren Start-Button ein bisschen ausgerichtet, gehen dann wieder auf Anchors und setzen ihn zentriert, kopieren das Ganze, verschieben ihn dann nach unten, sodass wir beim Menü den nächsten Button haben, der genauso aussieht.
Und hier können wir dann den Content Browser öffnen und dann unter Content WB Sprites Menü Sprite 2 auswählen und das Bild entsprechend ersetzen bei der Kopie. Das heißt unter Normal einmal ersetzen, bei Hovered einmal ersetzen und bei Pressed auch über den Zuweisungsfall auch einmal ersetzen. Somit haben wir den Exit-Button soweit vorbereitet und unseren Button 0. Das heißt, unser Button 0 ist der Start-Button und der andere Button ist dann Exit. Dann holen wir uns das nächste Sprite unter Content WB Sprites und zwar Menü Sprite 0. Das ziehen wir dann auch wieder in das Widget Blueprint und zwar nach oben beim Pacman. Ungefähr oben links. Machen das Ganze größer. Dann bei Anchors wird er mittig dann oben angesiedelt. Wir können das ein bisschen kleiner machen, dass das genau so passt wie dieses Hintergrundbild. Dann einmal den Button öffnen unten oder das Image. Können wir dann wieder rauslöschen. Das heißt, im Menü links das Canvas Panel, das Menü heißt, da ist das Image jetzt gelöscht. Das heißt, die Hintergrundgrafik ist rausgelöscht. Wir haben jetzt den Button 0 und den Button und das Image von dem Pacman. Dann können wir hingehen und links im Canvas Panel bei Menü das Augensymbol auswählen, damit das versteckt ist. Und öffnen uns dann das Game Over Canvas Panel. Das heißt, mit dem Game Over Canvas Panel können wir dann weitermachen. Hierzu öffnen wir den Content Browser und gehen wieder unter Content, WB und dann holen wir uns unter Textures den HUD, damit wir wieder so eine Hintergrundgrafik haben. Ziehen das ins Level und unter Anchors einmal ganz groß machen und Offset Left, Top, Right, Bottom wieder auf 0 setzen, damit das über das ganze Canvas Panel gestreckt ist, das Bild, das als Vorlage dient. Jetzt wieder den Content Browser öffnen, dort unter Content WB, Sprites, dort holen wir uns dann die zwei, also den HUD Sprite 0 und den HUD Sprite 1. Die können wir einfach rausziehen und ins Canvas Panel schieben. Das heißt, ich habe das nochmal separat reingeschoben. Bei Anchors wieder oben mittig zentrieren und hier auch Anchors oben mittig zentrieren. Das Ganze so ein bisschen verschieben, dass das so über die Hintergrundgrafik passt. Also dieses Game als erstes Sprite, dass das ordentlich passt. Wir orientieren uns sowieso nach der hinteren Grafik dann. Und das Over, das setzen wir dann auch entsprechend an die richtige Stelle. Und haben dadurch dann einmal dieses Game Over als Text, als Image-Text. Dann können wir im Menü den Button klicken und fügen den Button dann über Rechtsklick kopieren oder über STRG C unten ins Game Over ein. Das heißt, dann haben wir so eine Kopie von einem Button, schieben ihn dann nach unten, wo Exit steht. Das ist dann unser Exit-Button. Das heißt, es ist der Exit-Button, den ich rübergeholt habe. Kopiere den einmal und kopiere ihn noch einmal. Das heißt, wir haben insgesamt 3 Buttons als Kopie dort in dem Game Over Canvas Panel und passen da noch die Images an, das heißt die Sprites, die wir dann noch ersetzen. Das heißt, den Content Browser einmal öffnen, dann das richtige Sprite wählen, das ist an der Stelle das HUD Sprite 2 und gehen dann halt für den ersten Button wieder auf diesen Pfeil auf der rechten Seite und ersetzen dann bei Normal das, bei Hovered und bei Pressed, sodass wir den Restart dann haben. Als nächstes gehen wir und holen uns das nächste Sprite im Content Browser, und zwar HUD Sprite 3 und ersetzen dann auch dort für den zweiten Button das Normal, Hovered und Pressed. So haben wir unseren Restart und Menü angepasst. Den Exit-Button hatten wir ja soweit schon fertig, weil der rüberkopiert wurde aus dem Menü und können das Ganze jetzt kompilieren und speichern. Das ist dann so der Game Over Widget, das Menü dazu. Hier können wir dann noch hingehen und ja, den Restart-Button einmal anklicken und ganz nach unten bei Events, da können wir den Event dann auswählen. On-Clicked, einmal draufklicken. Dadurch kommen wir in den Graphen vom Widget und wir haben On-Clicked Button 3.
Das ist unser Restart. Und Executable Actions, da können wir einmal Open reinschreiben. Und Open Level by Object Reference. Und da können wir unser Level dann auswählen. Und zwar, das heißt dann Third Person Map. Da haben wir ja unseren Maze reingelegt, also die Pac-Man Level als Asset. Kompilieren, speichern das. Dann haben wir den Restart-Button schon mal soweit vorbereitet. Klicken dann auf den Menü-Button. Dort wieder ganz nach unten scrollen. On-Clicked. Da auch nochmal draufklicken. Und On-Clicked Button 2. Dort rausziehen. Hier dann Set Visibility. Einmal auswählen. Und kopieren das Ganze nochmal rüber mit STRG D, die Set Visibility. Dann haben wir das zweimal. Dann auf der linken Seite können wir das komplette HUD rausziehen mit Get HUD. Und das können wir dann in den Target einstöpseln. Visibility ist an der Stelle dann Hidden. Und dann können wir das Menü auch rausziehen mit Get Menü. Und das ebenfalls dort einstöpseln bei Set Visibility. Das heißt, das HUD und das Menü ist dann Hidden. Und als drittes brauchen wir noch Game Over. Den ziehen wir auch raus mit Get Game Over. Das stöpseln wir auch rein bei Set Visibility Target und dann sind die dann auch Hidden. Das Menü können wir dann einmal rüber kopieren mit STRG D bei Target und ist dann in Visibility auf Visible. Kompilieren und speichern das Ganze. Das heißt, wenn der Knopf gedrückt wird, dann wird das HUD, das Menü und Game Over einmal unsichtbar und nur das Menü ist dann sichtbar. Das war so die Logik für das Menü. Dann klicken wir auf den nächsten Button, Exit, und zwar dort auch wieder runter scrollen. Hier On-Clicked aufrufen und der bekommt dann Quit Game. Und hier können wir dann auch noch auswählen Ignore Platform Restrictions. Das heißt, das ist einem überlassen, ob man das macht oder nicht. Zumindest haben wir dann das Spiel beendet. Und kompilieren und speichern auch das. Das war soweit das Game Over. Den können wir jetzt einmal verstecken über das Augensymbol. Gehen dann über ins Menü. Über das Augensymbol können wir das wieder holen auf der linken Seite. Dort klicken wir auf Start. Ganz nach unten scrollen. Und hier wollen wir dann On-Clicked einmal auch drauf drücken. Und dieses Event, wenn der Button dann gedrückt wird. Ich schaue nochmal in das Interface im Designer. Das heißt, wir haben ja so den Exit hier. Ich würde erstmal den Exit machen. Das heißt, On-Clicked bei dem Exit mit Plus. Den einmal draufklicken. Den können wir nämlich verschieben, weil wir ja schon einen Button hatten, der dann halt das Ganze beendet. Den schieben wir dann hier nach oben an die Stelle und stöpseln den auch ein. Das heißt, die zwei Buttons sind dafür da, dass das Spiel beendet wird. Im Graphen können wir noch kurz aufräumen. Und zwar oben die nicht verwendeten Events, die lösche ich einmal raus. Kompilieren und speichern das Ganze. Die Third Person Map als Level müsste an sich halt funktionieren. Wir haben den ja schon eingerichtet mit On-Clicked Button 3. Sodass wir alle Buttons mit Logik versehen haben an der Stelle. Und können dann im Designer das Ganze einmal verstecken. Das Menü und den HUD. Kompilieren und speichern das Ganze. Gehen dann über ins Third Person Map und können alles einmal speichern. Das heißt Content Browser, Save All. Und das war's auch für dieses Video. Dann sehe ich euch im nächsten Video, wenn es weitergeht. Bis gleich!